Verben mit Präpositionen. In dem heutigen Video erkläre ich dir, welche Verben immer eine bestimmte Präposition nutzen. Ich erkläre dir auch, was du beachten musst, wenn du nach diesen Satzteilen mit Präpositionen fragst. Und ganz wichtig, ich zeige dir, ob diese Verben wirklich immer mit dieser Präposition benutzt werden oder ob man sie vielleicht nicht doch weglassen kann. Hallo, mein Name ist Jan und ich bin dein Lehrer hier auf Easy Deutsch, dem Kanal für deutsche Grammatik. Heute geht es um die Verben mit Präpositionen, also Verben mit bestimmten Präpositionalergänzungen. Das bedeutet, dass einige Verben immer zusammen mit einer bestimmten Präposition gebildet werden. Was es nicht bedeutet, ist, dass diese Verben nur mit dieser einen Präposition funktionieren. Es gibt davon ein paar ganz wenige Verben, die wirklich nur mit dieser Präposition funktionieren, aber die meisten Verben funktionieren nach dem Vorbild. Dieser ganz bestimmte Sinn, den gibt es nur zusammen mit dieser Präposition. Aber wenn man etwas anderes sagen möchte, dann braucht man entweder eine andere Präposition oder eben gar keine Präposition. Wie genau das funktioniert, das zeige ich dir jetzt mit der Hilfe von meinem E-Book und ein paar Beispielen. So, schauen wir uns hier erstmal zwei Beispiele für Präpositionalergänzungen an. Ich interessiere mich für das neue iPhone. Hier das Verb sich interessieren benutzt immer die Präposition für. Und ohne für ist der Satz nicht vollständig. Das ist eins der wenigen Beispiele, wo du das für wirklich überhaupt auf gar keinen Fall weglassen kannst. Also hier funktioniert das nur so und auf gar keine andere Weise. Denn häufig hast du noch andere Optionen, wie zum Beispiel bei aufpassen. Ich passe auf den Verkehr auf. Hier das Verb aufpassen benutzt auch immer die Variante auf, wenn du das Ganze mit einem Nomen verbindest. Aber du kannst auch zum Beispiel sagen, ich passe auf, dass das Kind nicht in den Pool fällt. Also wenn das Ganze sich auf eine Handlung bezieht, dann benutzt das Ganze eine Das-Satzergänzung. Was will ich dir damit sagen? Ich möchte dir damit sagen, dass du das Wort Ergänzung nicht zu ernst nehmen darfst. Es gibt häufig trotzdem andere Varianten, wie du dieses Verb benutzen kannst. Manchmal kannst du das Ganze einfach weglassen, weil es offensichtlich oder unbekannt ist, aber häufig gibt es auch eine andere Variante, die dann einfach den Satz vom Inhalt her etwas ändert. Also interessieren für ist eins der ganz wenigen Verben, die wirklich nur so funktionieren und nicht anders. Aber viele der anderen Verben mit einer Präpositionalergänzung können in einem leicht abgewandelten Sinn dann auch ohne diese Präposition oder ohne diese Präpositionalergänzung benutzt werden. Das schauen wir uns hier auch gleich nochmal genauer an, bei den Verben mit zwei Präpositionalergänzungen. Denn es gibt einige Verben, die sogar zwei von diesen Präpositionalergänzungen benutzen, wie zum Beispiel sprechen oder bedanken. Ich spreche mit meiner Mutter über meinen Bruder. Hier wirst du dich vielleicht schon fragen, ich habe das aber immer nur mit einer Präpositionalergänzung benutzt, nämlich ich spreche mit meiner Mutter oder halt ich spreche über meinen Bruder. Hier kann eine der beiden natürlich weggelassen werden, wenn die Information offensichtlich oder unbekannt ist. Hier kannst du natürlich sagen, ich spreche über meinen Bruder. Wenn jetzt zum Beispiel dein Vater kommt ins Zimmer rein und sieht dich mit deiner Mutter sprechen oder mit jemandem oder am Telefon vielleicht sprechen, mit wem auch immer, und du sagst, ich spreche mit meiner Mutter, denn er hört, dass du über deinen Bruder sprichst. Am Telefon hast du deine Mutter und er hört ja, dass du über deinen Bruder sprichst.
aber du sagst nur, ich spreche mit meiner Mutter, deswegen, dass du über deinen Bruder sprichst, ist hier offensichtlich und dann geht das natürlich auch ohne das Ganze hier. Aber theoretisch braucht Sprechen immer mit und auch über, da du zum Sprechen brauchst du in der Theorie immer eine zweite Person und auch ein Thema. Dementsprechend, rein vom Sinn her, brauchst du beide, außer ist eins offensichtlich. Dasselbe gilt hier auch für bedanken. Er bedankt sich bei ihr für das Geburtstagsgeschenk. Um dich zu bedanken, brauchst du eine Person, die dir etwas gegeben hat, etwas geschenkt hat und bei ihr bedankst du dich und natürlich muss diese Person dir auch irgendetwas geschenkt haben. Das Geburtstagsgeschenk. Deswegen braucht das Verb auch in der Theorie 2 Präpositionalergänzungen. Aber wie vorher schon erwähnt, das bedeutet nicht zwingend, dass diese Sätze nicht auch ohne das funktionieren, wenn die Information offensichtlich ist, was sie hier sein kann. Und im Unterschied zu interessieren, hier kann diese Information niemals offensichtlich sein, weil das benutzt man nur so, wenn das eben unbekannt ist oder man danach fragt. Bei diesen hier kann die Information einfach aus der Situation heraus schon offensichtlich sein und dann kann man das auch weglassen. Aber theoretisch müssen hier 2 Präpositionen benutzt werden. Und worauf du hier noch ganz besonders achten musst, ist, wenn du Fragen stellst, dann muss diese Präposition auch mit in das Fragewort integriert werden. Also wenn du nach einem Teil fragst, der zum Beispiel ist, auf wen warten wir? Und ohne die Frage wäre das dann, wir warten auf dich. Und wenn du nach diesem auf dich fragst, dann muss dieses auf auch hier in das Fragewort hinein, wird dann nämlich zu auf wen warten wir. Also wen, wenn man nach Personen fragt im Akkusativ und mit wem nach Personen im Dativ. Welchen Fall du hier benutzen musst, das bestimmt die Präposition. Wenn du nach Dingen fragst, dann hast du 2 Varianten, nämlich wo plus R plus Präposition. Wovon träumst du? Womit machst du die Flasche auf? Woran denkst du? Das R kommt hier rein, sobald hier ein Vokal am Anfang der Präposition steht. Also Vokal ist ein A, E, I, O oder ein U. Ohne Vokal kommt kein R hier rein. Und das Wo hat auch absolut nichts mit dem Ort zu tun, also nichts mit der Frage wo an sich. Es wird hier nur dazu benutzt, um das Fragewort zu bilden. Wenn du nach einem Teil fragst, der mit Präposition benutzt wird, und hier ist es wichtig, dass du weißt, dass du hier eine Präposition brauchst. Denn nur so kannst du die Frage richtig bilden. Und die zweite Variante, wenn du diese hier nicht machen möchtest, ist noch die Variante mit was. Also, dass du es genauso machst wie hier oben bei den Personen, nur halt anstelle von wen oder wem nimmst du was. An was denkst du, mit was machst du die Flasche auf und von was träumst du. Beide Varianten sind absolut richtig, aber diese hier ist etwas beliebter bei den Muttersprachlern, weil was immer so eine Frage ist, die irgendwie ungebildet klingt. Deswegen, wenn du gut klingen möchtest, nutze diese hier. Und genau dafür ist es wichtig, dass du diese Präpositionalergänzung kennst und einfach weißt, dass dieses Verb zusammen mit dieser Präposition benutzt wird. Aber ich möchte nochmal darauf hinweisen, es bedeutet nicht, dass diese Verben immer zwingend nur in dieser Variante funktionieren. Es bedeutet einfach nur, dass sie, wenn du diese bestimmte Idee ausdrücken möchtest, etwas Bestimmtes sagen möchtest, dann musst du es mit dieser Präposition benutzen. In einer anderen Situation brauchst du diese Präposition aber vielleicht nicht oder eine andere.
Falls du jetzt noch Fragen zu den Präpositionalergänzungen hast, dann schreib mir hier einfach einen Kommentar. Aber wenn du denkst, Präpositionen, das ist immer wirklich schwierig für mich, das weiß ich nicht so genau, da habe ich Probleme mit, dann empfehle ich dir jetzt, schau dir mein neues E-Book an, 137 deutsche Präpositionen. In dem E-Book erkläre ich dir alle deutschen Präpositionen mit Beispielen zu den unterschiedlichen Bedeutungen und auch mit Hinweisen dazu, wo häufig Fehler gemacht werden. Denn viele dieser Präpositionen sind nicht immer eine Präposition, sondern können auch als Konjunktion oder Adverb benutzt werden. Also schau dir jetzt einfach mein neues E-Book in meinem Shop an, shop.easy-deutsch.de, 137 deutsche Präpositionen.